Der wichtigste Ratschlag, den ich jemandem geben kann, ist, dass wenn man etwas möchte, dann soll man einfach alles dafür tun, dass es auch realisiert wird. Mein Name ist Markus Tötzl und ich habe vor kurzem erst meine Masterarbeit im Studiengang Molecular Biotechnology abgegeben an der FH Campus Wien. Also das Coolste, was mir in meinem Studium gefallen hat, sind die Laborkurse, weil die sind einfach wirklich gut durchdacht und sind wie ein Abbild der Realität. Also man kriegt dann ein eigenes Projekt und man muss wirklich eine Woche oder länger daran arbeiten und die Fragestellungen sind einfach wie aus der Realität gegriffen und das ist einfach extrem spannend, an sowas zu arbeiten, weil wenn man dann rausgeht aus dem Studium, wird man an genau sowas arbeiten und es ist einfach wirklich schön, sowas im Labor, hier im Studiengang zu simulieren. Also man muss sich halt bewusst sein, dass man auf einer Fachhochschule ist. Das heißt, man hat einen vorgegebenen Stundenplan und alles ist sehr gut gestaffelt und sehr dicht gepackt. Und da kann es halt natürlich passieren, dass man sehr viel lernen muss in seiner sehr kurzen Zeit und dass man sehr viele Präsentationen hat und die Labors noch dazu. Also es kommt schon sehr viel auf einen zu und ich finde, das sollte man sich auch bewusst sein, bevor man diesen Schritt macht, dass man jetzt wirklich hier anfängt. Aber wenn man das dann macht, dann ist es einfach wirklich ein tolles Gefühl, wenn man das schafft, weil es ist eine sehr kurze Zeit, es sind 2 Jahre und in die packt man einfach ein sehr tolles Curriculum und wenn man das fertig hat, dann ist man einfach wirklich top ausgebildet. Also es ist ein Studiengang, der in Englisch geführt wird, es ist ein Vollzeitstudium und er fokussiert sehr auf biomedizinische Forschung. Ich habe Drug Discovery gewählt und habe im Zuge dessen auch in der Krebsforschung gearbeitet. Hier auf der FH versucht man wirklich, das, was man im Vortrag lernt, ins Labor zu bringen. Das heißt, man verbringt sehr viel Zeit im Labor, macht sehr viel praktische Sachen und es ist einfach wirklich, wirklich spannend. Also man sollte auf jeden Fall Englischkenntnisse mitbringen. Des Weiteren sollte man auch eine Leidenschaft für Wissenschaft haben. Man sollte einfach wirklich es gern haben, im Labor zu stehen und hier zu arbeiten. Und man sollte auch noch einen gewissen Team-Spirit mitbringen, weil man halt mit vielen Leuten aus unterschiedlichen Ländern zusammenarbeitet. Und man soll einfach wirklich versuchen, Spaß in diese Arbeit reinzubringen und eine Begeisterung zu zeigen. Also ich komme ursprünglich aus Niederösterreich und ich wohne dort immer noch und ich bin dann in die HTL Rosensteingasse gegangen im 17. Bezirk. Das ist eine HTL, die sich auf Chemie spezialisiert und dort gibt es noch eine weitere Spezialisierung und zwar in Biochemie und das hat mir so gut gefallen, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte dann weiter studieren gehen und deswegen bin ich dann hier gelandet und habe den Bachelor gemacht und dann hat es mich so weit interessiert, dass ich auch gleich den Master angehängt habe. Also es sind eigentlich für mich 2 Dinge, die ich sehr gern machen möchte nach dem Studium. Das ist einmal meinen Hobbys weiter nachgehen, also ich reise sehr gerne, das wäre wirklich toll, wenn ich wieder Zeit nutzen könnte, in andere Länder zu reisen. Und die andere Sache ist, dass mir das Studium einfach so gut gefallen hat, dass ich gerne einen PhD weitermachen möchte. Am liebsten hier in Wien, weil wir haben ein paar sehr, sehr gute Institute und dort möchte ich mich bewerben und kriege hoffentlich auch einen Platz.